Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute gehen wir mal zu Ehren des Beta-Servers von Shakes and Fidget mal auf den Server selbst drauf. Denn dieser hat ja vor einiger Zeit seine Pforten geöffnet gehabt zum Testen vom neuen Backend ursprünglich. Ja, und jetzt diesen Freitag ist es dann soweit, dass der Server dann geschlossen wird. Heute kam es in den News, beziehungsweise im Forum wurde es gepostet, dass am Freitag, den 13. übrigens, Freitag der 13., ja, gibt es auch hier das Schattenpad, aufgepasst, ne? Am 13. Mai 2022 der Beta-Server geschlossen wird. Wir schauen nochmal drauf, was in der Zeit dort alles erreicht worden ist. Und falls es in Zukunft neue Feature-Tests benötigt, dann werden wir es als erstes erfahren und der Server wird dann wahrscheinlich wieder öffnen. Dazu aber gleich nochmal ein paar detailliertere Informationen, vielleicht mehr. Nicht vielleicht, sondern definitiv. Ja, wir schauen mal drauf auf den Server. Ich hatte ihn ja damals testenshalber. Oha! Alter, wie viele Pilze da drauf sind, das ist ja unglaublich. Ja, und jetzt kriegen wir hier noch ein schönes Achievement dazu, oder beziehungsweise ein Item. Was meine letzte Information von diesem Server gewesen ist, dass vor einiger Zeit die Pilzausschüttung eingestellt worden ist. Das ist ja so gewesen, dass hier die Leute ja auf dem Server getestet haben und die haben ja kostenlose Pilze bekommen. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele. Auf jeden Fall hat jeder gleich viele Pilze bekommen auf dem Server, was für einige Leute nicht nur zum Testen da war, sondern für einige Leute tatsächlich auch ein Anlass gewesen ist, hier auf dem Server festzuspielen, weil es der erste Server ist, den Shakes and Fidget gelauncht hat, der unter gleichen Bedingungen quasi stattfindet, wo ein Wettbewerb drauf stattfindet, wo jeder die gleichen Pilzausschüttungen bekommt, weil man auf diesem Server keine Pilze selbst kaufen kann. Ja, man sieht, es gibt hier keinen Mushroom Dealer und deswegen hat hier jeder tatsächlich die gleichen Chancen hier oben mitzuspielen, was für viele, wie gesagt, ein Anreiz war, um sich zu messen auf dem Server hier im Vergleich zu den anderen, die hier auf dem Server spielen. Weil das Verhältnis halt eben gleich ist. Und wir gehen mal hier nach oben und wir sehen hier, dass die Villa Kunterbund den Server hier ziemlich stark dominiert. Meine Lampe spielt irgendwie verrückt. Ich muss mal das nochmal neu ausziehen. So, okay, sorry. Hier haben wir zum Beispiel auch die Alraune, ja, die hier auch begeisterter Beta-Server-Fan gewesen ist. Oder noch war, oder ja, ne, genau, wie es ganz genau läuft, weiß ich nicht. Und ja, hier die Villa Kunterbund halt eben, ja, schon gut am Start gewesen ist. So, ne? Wie gesagt, ich hatte hier auf dem Server auch selbst ein bisschen gespielt gehabt, aber das war für mich zeitlich einfach nicht drin, hier den Server hier noch zu bedienen. Trotzdem ist es halt cool zu sehen, dass die Leute hier auf dem Server doch ihre Accounts so hoch gepusht haben mittlerweile. Einfach nur halt eigentlich hauptsächlich zum Testen, aber manche halt eben auch, um halt eben einen ersten Server zu haben, wo der Wettbewerb halt komplett fair ist, so, ne? Ich weiß nicht, was mit den ganzen Accounts passieren wird. Der Server wird ja jetzt halt erstmal geschlossen. Ich weiß aber nicht, ob er dann wieder geöffnet wird unter gleichen Bedingungen. Ich denke mal, der Server wird neu gestartet bzw. geresettet werden, gehe ich mal stark von aus, weil halt, wenn nur irgendwelche neuen Sachen getestet werden sollten, dann sollte das von Anfang an getestet werden und nicht irgendwo mittendrin, ja, statt nur dabei. Und ich weiß nicht, bis zu wie viel Pilzen es noch ging. Also die Pilzausschüttung auf den Server soll hier wohl vor einiger Zeit schon aufgehört haben. Der Server selbst schließt ja jetzt am Freitag, aber man konnte hier halt immer noch drauf spielen. Dann halt eben, was weiß ich, Free-to-Play oder nur mit einer bestimmten Pilzanzahl, aber die Pilzausschüttung selbst ist wohl vor einiger Zeit schon passiert worden, dass diese dass die nicht mehr nachgekommen sind. Ich glaube, das funktionierte nicht richtig. Das hatte ich nämlich damals probiert mit den Pilzen, die mir zur Verfügung standen, hier auf dem Server. Oder war das nochmal falsch? Help. Achso. /mushrooms. Was ist das?
Ach so, ist das X wahrscheinlich. Das X funktioniert wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Oder das steht dafür. Bad. Weil sonst war nämlich, glaube ich, so der Befehl irgendwie, ne? Ich weiß. Geht das? Oh lol, das geht tatsächlich. Okay. Nee, es funktioniert doch nicht. Okay, alles klar. Ich wollte schon meinen, das funktioniert jetzt auf einmal. Wir haben ja damals versucht, weil man halt eben kostenlose Pilze bekommen hat, alles hier auf dem Server irgendwie zu vergambeln, so einfach just for fun. Aber das funktionierte nicht. Ne? Man sieht ja auch hier, das ist jetzt gelockt. Das funktioniert leider nicht auf dem Server, sonst hätten wir jetzt hier alle 20.000 Pilze hier einfach so weggambeln können. Ne? Und ja, wie gesagt, es muss irgendwann mal von der Zeit aufgehört haben, dass hier Pilze raufgekommen sind auf den Server. Aber ja, so lange haben die sich hier noch hochgestackt, die ganzen Pilze. Ne? Ja, ansonsten, was halt eben sehr interessant ist, worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist, dass wohl eines Tages wieder der Server irgendwann geöffnet werden könnte. Das stand ja schon in den Update-News von der Schließung, falls es mal irgendwelche neuen Features und sowas gibt. Und in der letzten Shakes and Fidget Show, beziehungsweise am letzten Donnerstag, das war ja keine richtige Show, da war aber der Community Manager, Jörg, war da mit dabei und hatte da ein paar Fragen beantwortet. Und zum Beispiel kam da auch sowas auf wie das Klassenbalancing. Wie gesagt, alles, was neu ist und alles, was neu kommt und was erwünscht ist, das wird erstmal bearbeitet, wenn das Backend überall durch ist auf den Servern, wenn es überall drauf gespielt ist und funktioniert, ja. Dann werden erst neue Updates so großartig gemacht und unter anderem ist halt eben auch erwünscht gewesen ein Balancing bzw. ein Rebalancing von bestimmten Klassen, unter anderem dem Dämonenjäger, dass der halt angepasst wird und ja, das komplette Game eigentlich mal, jedes neue Feature mal hier und da neu aufgesetzt wird, ein bisschen umgekrempelt wird, beziehungsweise erneuert, weil halt manche Sachen eben schon so doll alt sind, dass man da das vielleicht ein bisschen auffrischen könnte, ein bisschen frischen Wind. Auf jeden Fall, das Klassenbalancing steht definitiv an, aber halt erst, wenn das neue Backend überall drauf ist, dann wird sich damit erst befasst und dann kommt halt auch eventuell der Beta-Server wieder ins Spiel, wenn es sowas geben sollte wie eine neue Klasse oder halt, wenn jetzt zum Beispiel der Dämonenjäger explizit gebalanced werden soll, dann könnte es zum Beispiel passieren, so hatte das Jörg gesagt, dass man halt eben den Beta-Server dafür benutzen könnte, um halt eben only diese Klasse da drauf zu launchen, um halt zu sehen in der Ehrenhalle beziehungsweise unter den Rängen der Mitspieler, wie sich halt die Klasse so verhält unter dem neuen Balancing und dafür könnte der Testserver hier, der Beta-Server wieder auferfrischt werden, so, ne? Und ich denke mal, das kann auch gut passieren. Es ist auch ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass zum Beispiel Updates oder wie gesagt solche Sachen wie Rebalancings auf diesen Server halt erst getestet werden, bevor die halt auf die Live-Welten kommen. So sollte es damals eigentlich auch schon sein mit dem neuen Backend und sowas, ne? Aber da kam es dann halt eben auch zu Fehlern, die wahrscheinlich nicht mal auf einem Server, also die muss man wahrscheinlich erst auf mehreren Welten irgendwo aufspielen, beziehungsweise auf Live-Welten, damit man sieht, welche Fehler da teilweise sich einschleichen können. Und das war ja hier quasi nur so ein bisschen der Vorreiter von dem Ganzen dann gewesen, ne? Ja, aber ziemlich interessant das Ganze, wie gesagt. Ich finde das Konzept halt nice und viele andere Leute auf dem Server fanden es halt auch cool, dass man halt hier eben komplett gleiche Voraussetzungen hat und das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viele Spieler animiert, den Server hier auch so langfristig zu spielen. Natürlich halt auch eben zugunsten von Playa, dass die Leute das halt eben auch alles Mögliche testen. Ne? Hier sind jetzt mittlerweile, hier sind 11.600 Spieler drauf registriert. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber es ist halt auch eben kein vergleichbarer Server, das muss man auch mal dazu sagen. Trotzdem, dass hier Leute über Stufe 400, fast 450 erreicht haben in der Zeit, in der jetzt hier offen ist. Ich weiß gar nicht ganz genau, wann er gelauncht worden ist, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ist das trotzdem ein sehr beachtliches Ergebnis und deswegen auch nochmal von meiner Seite aus vielen lieben Dank an die Leute, die den Testserver hier ausgiebig getestet haben, beziehungsweise den Beta-Server getestet haben, um halt eben auch viele Bugs feststellen zu können.
und viele Fehler vielleicht auszumerzen und ja, da einen großen Teil zu beigetragen haben, dass das Spiel halt in allen Belangen besser läuft. Ja, was auch immer für Ergebnisse dadurch weitergetragen worden sind zu Playa am Ende des Tages, das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall wird es, denke ich, definitiv auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Ne? Gut, alles klar, das auf jeden Fall dazu. Ne? Leute, am Freitag schließt der Beta-Server. Ja, und da bin ich gespannt, wann er irgendwann wieder eines Tages aufmachen sollte. Ne? Und ja, bin gespannt drauf. Okay, das war's soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Schreibt mir auch gerne mal rein, ob ihr auf dem Beta-Server aktiv gespielt habt. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und ja, dann wünsche ich euch nur noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.